Hallo, heute nähe ich meine alte Bootcut-Jeans zur Röhre um. Meine Jeans ist fast so breit wie eine Schlaghose und ist nicht sehr elastisch, so kann ich sie nur zu einer Röhre umnähen. Markiere dir das Kniehöhe. Du musst den unteren Saum an den Hosenbeinen auftrennen. Mit einem Nahttrenner ist das schnell erledigt. Da der Saum bei mir sowieso kaputt und abgetragen ist, kann ich gleich die ganze Naht trennen. Den kaputten Umschlag schneide ich einfach ab. Die Jeans auf links drehen. Schaue bei deiner Jeans nach, auf welcher Seite des Hosenbeins nur eine einfache Naht ist und wo eine doppelte Naht vorliegt. Bügele die Seite mit einer einfachen Naht, da sie ganz flach liegt. Wichtig! Jetzt musst du den Fadenlauf des Hosenbeins bestimmen. Diese sieht man leicht an den kleinen Rippen im Stoff und in die gleiche Richtung wie die Rippen verläuft auch der Faden. Von der Kniehöhe ziehst du entlang des Fadenslaufs eine Linie bis zum unteren Ende. Wenn der Stoff keine Fältchen dabei bildet, hast du Fadenlauf richtig erkannt. Übertrage nun die Linie auf das zweite Hosenbein. Mit einem Skalpell oder einem Nahttrenner trenne ich die beiden doppelt abgesteppten inneren Nähte bis zur Markierung oben. Trenne noch weitere 2 cm die Nahtzugabe. Bügele die Nähte gut aus. Lege die Kanten bündig zusammen und dann zeichnest du auf der inneren Naht eine Linie von Kniehöhe entlang des Fadenslaufs bis zum unteren Ende. Übertrage sie auf das zweite Hosenbein. Stecke die Nähte zusammen und schneide die überschüssige Stoff mit 2 cm Nahtzugabe ab. Nehme nun die Nähmaschine und setze eine für Jeansstoff geeignete Nadel in die Nähmaschine ein. Nähe zuerst das doppelt gesteppte Naht. Fange direkt am letzten ganzen Nahtstich an. Nähe entlang der Markierung, damit die Hosenbeine enger werden. Gehe jetzt auf einen Zickzack-Overlock oder Wappenstich mit 6 mm Länge. Verarbeite damit die Nahtzugaben der doppelt abgestemmten Nähte. Fädele in die Nähmaschine einen zum Zierstich passenden Zierfaden ein und wähle lange gerade Stiche. Lege die Jeansseite flach auf rechts und steppe einmal direkt neben der Naht ab. Steppe ein zweites Mal mit gleichem Abstand wie die originale Naht ab. Steppe nun auf links die 2 äußeren Nähte mit normalem Faden und geradem Stich ab. Wähle einen langen doppelten Zickzackstich und bearbeite die Nahtzugaben. Bügele die Nahtzugaben auseinander. Lege den Saum zweimal um und bügele ihn platt. Zum Schluss muss nur noch der Saum neu genäht werden. Fertig! Danke für Anschauen und bis zum nächsten Mal.